Und hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von The Outer Worlds, bei der Raumstation, wo wir uns jetzt ein bisschen umschauen. Wer bist du? Zwei Begleiter. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Weiter. Begleiter. Das ist... Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it. Blast, that's loud. Okay, ich kann 2 Begleiter mitnehmen. Es gibt wohl 5 Begleiter insgesamt. Und das ist Phineas Wells Raumstation. Interessant. Müsste es da? Achso, nichts. Okay, das ist nichts. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Okay. Was ist denn das? Hallo? Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ich will dir nur sagen, dass ich dir wirklich dankbar bin für das, dass du mich aus der Haube rausgeholt hast. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Ich wollte noch etwas anderes mit dir besprechen. Ja. What's on your mind? Gibt es einen Grund, warum du dich hinter Panzerglas versteckst? Never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. I've no desire to end up like Thompson. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Hast du eine Minute für mich? Absolutely. Let's talk. Okay. Hast du schon meine Crew getroffen? No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Okay. Ah, the wanted criminal himself. Pleased to make your acquaintance. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Ganz ruhig, die gehören zu mir. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. I picked you out of the hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Ich wollte noch was anderes mit. Ja, eigentlich hast du recht. Es läuft ziemlich gut für mich gerade. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Progress. Dann wollte ich noch was mit dir What's on besprechen. your mind? Ich komme wieder. Okay, ich kann nichts mit ihm besprechen. Aha. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a
target, point, shoot. Jetzt warte mal. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel Was? free to try it on a marauder sometime. Sorry. Okay, ich muss das jetzt probieren. Okay, das geht nicht. Alles klar. Das ging jetzt schneller als gedacht, dass ich hier das finde. Oh, Poster. Das will ich mitnehmen. Noch ein Poster. Kann ich die zu Hause aufhängen? Noch ein Poster. Erinnerung. Leiter kaufen. Achso. Okay. Alles klar. Untersuchen. Das ist ein seltsamer Körper in SK-System. Okay, er schreibt sich wohl einen Haufen Erinnerungen auf. What? Sorry. Okay, das funktioniert nicht. Moment, da war noch. Er hat einen Haufen Schweine hier. Zerflossenes Schwein aufwischen. Wo? Taschen. Hacken. Tada! Passwort. Wow, das habe ich rausgefunden. Sinias. Wells. Phineas heißt er nicht, Sinias. Ach, keine Ahnung. Grund unbestimmt. Originalnachricht, siehe Anhang. Ich habe es geschafft. Details folgen später. Ergebnisse der Produktion wird schwierig. Brauche deine Hilfe. Alle erforderlichen Materialien sollen in Halcyon zu finden sein, aber Standorte sind mir nicht bekannt. Habe einen neuen Partner nach Terra 2 geschickt, in der Nähe von Edgewater. Er ist an mein Unternehmen beteiligt, aber Vertrauen meinerseits nur bei etwa 23,7% im Moment. Er birgt gerade ein Schiff, sollte bald hier sein, muss nur wissen, wohin ich ihn schicken soll. Gib Bescheid, wenn du das erhalten hast, will endlich fertig werden. Meint ihr damit mich? Ja. Hier könnte ich aufgewacht sein, kann das sein? Sieht so irgendwie... Was das schon? I hope you're not thinking of ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. What's on your mind? Über nichts. Ich habe anscheinend über alles geredet und hier ist noch was. Experimentennotizen. Protokollexperiment 01173. Schockgefrorene organische Materie nimmt wieder ihre ursprüngliche Zellstruktur an bei Heureka, wenn man sie mit einer Dimethylsulfoxid-Tinktur behandelt. Quote des explosiven Zelltods bei 6%, ein äußerst solider Wert. Schlechte Nachrichten, schwierige Akquise, begrenzte Menge des Gemischs, vermutlich produziert von Anti-Clio, vor kurzem eingestellt wegen extrem negativer Reaktion. Muss mehr davon finden. 0:12 Künstliches Gas erfolgreich bei Zystenschwein-Testsubjekt herbeigeführt. 2:17 Wiederbelebungsvorgang gestaltet sich kompliziert. Zystenschwein Gewebe wieder in lebendigen Zustand versetzt. Gehirnmasse durch rasche Nukleierung in Mitleidenschaft gezogen. Beginne mit Behandlung. 5:58 Behandlung zeigt Fortschritte. 28 Behandlung gescheitert. Gehirnmasse durch raschen Beginn der Nekrotisierung irreparabel geschädigt.
8:51 Uhr explosiver Zelltod. Was ist denn ein explosiver Zelltod? 9:49 Uhr verflüssigte Überreste des Zystenschweins endlich aufgewischt. Boden, Wände und Geräte im Labor wieder sauber. Er hat schon erledigt. 2016 frisch von Cleo-Experiment mit Spacer's Choice Teil-emulgierten Getränke-Eiweißersatz. Ne, Getränkeweißerersatz. Was soll denn das sein? 2:18 Uhr Mischvorgang abgeschlossen. Füge 2 Unzen Spacer's Choice hinzu. 2:20 Uhr grauenhaft. Ein Teil von mir ist innerlich gestorben. Erinnerung, Spacer's Choice auf die Liste setzen. Notiz an mich Nummer 2. Mehr Mundwasser kaufen. Notiz zu Zystenschweinen. Habe eines meiner Versuchszystenschweine verschont, damit es als erneuerbare Nahrungsressource verwendet werden kann. Was? Hab dieses Glücksschwein Bubbles getauft. Oh nein, Bubbles. Einem Tier einen Namen zu geben, stellt ein gutes Verhältnis her und schafft eine positive emotionale Bindung. Soll angeblich auch den Geschmack der Tumore verbessern. Was? Das muss ich genau studieren. Hervorragende Wesen, diese Zystenschweine. Ich weiß nicht, wie die Menschheit ohne dieses genetische Wunder aus saftigem Schweinefleisch überlebt hat. Es ist wohl an Barbarei kaum zu übertreffen, dass man ein Schwein des Fleisches wegen schlachtet, obwohl man die natürlich reifenden, Tumore ähnlich zu vom Baum geplumpsten Pseudoäpfeln ernten könnte. Ein wahres Wunder der modernen Wissenschaft. Persönliche Latein. Willkommen, Phineas Wells. Konnte Dienst eines gewissen Captain Alex Hawthorne von The Unreliable erwerben. Ich hoffe, er hat sein Schiff nicht nach der Qualität seiner Dienstleistungen benannt. Ich werde meinen neuen Komplizen per Rettungskapsel zu Hawthorne schicken, sobald der Wiederbelebungsvorgang abgeschlossen ist. Hawthorne sollte ein umgänglicher Begleiter sein, oder zumindest ein umgänglicher Aufpasser. Wenn das Gesetz mir gnädig ist er zumindest kein kompletter Vollidiot. Okay, da weiß man praktisch, dass er mich dann geholt hat, aber warum ist der da drin? Gut, dann haben wir die Waffe Nummer 1 gefunden, die wir finden sollen. Was schneller ging als gedacht. Und wir gehen zurück. Auf die Unreliable. Und werden weiterfliegen. Du hast Poster erhalten. Wo kann ich jetzt diese Poster aufhängen? Jetzt warte mal ganz kurz. Muss doch irgendwo gehen. Nicht hier. Kann ich Poster aufhängen? Aber wo? Du hast Taschenuhr erhalten? Ja, das ist alles schön und gut. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters. So you're free to disrobe whenever you'd like. Warum glaube ich dir das nicht? Und so werden wir genau wie die Sporen des Bovis vom Wind getragen und landen auf frische Erde, in der wir neue Wurzeln schlagen. Gut, da brauche ich Sachen. Ich möchte gern wissen, wie ich Just a Scout. Keine Ahnung. Ich habe ein Poster erhalten, aber ich weiß nicht, wie ich hier das machen könnte mit Dekorieren. Also wenn es überhaupt funktioniert mit Dekorieren. Ich kann hier die Wände nicht anklicken. Ich wüsste auch nicht, dass ich das irgendwie drin habe. Kann ich eigentlich hier auch schießen? Ich flieg mal. Und zwar, mal Moment hier, Aufträge. Wir haben auf der Groundbreaker zeigt mir das hier zufällig an. Auf der Groundbreaker. Ich glaube, ich muss zur Groundbreaker, ne? Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt das hier anklicke. Da habe ich keinen aktiven Auftrag dafür, ne?
Nie aus Roseway. Wo ist denn Roseway? Das weiß ich gar nicht, ne? Das ist keine Ahnung. Also ich muss auf jeden Fall zur Groundbreaker. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Okay, dann gehen wir direkt, ohne lange rumzumachen jetzt heute mal. Can we chat? Was denn? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Mhm. Was ist mit dir? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borscht beans she could teach me all manner of stuff. Klar, wir können jetzt gleich am Maschinenraum vorbeischauen. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Nein. So, die Groundbreaker. Mhm. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Smells like grease and unwashed bodies. Just as I remembered. Mhm. Warte mal. Da ist was. That's not the point. This halfway just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball. I'm in the middle of a situation. If you could move along, I'd be obliged. Don't go telling him where to step. Groundbreaker belongs to all of us. Felix, first of all, no, it doesn't. And second, shut the hell up. Don't think I won't detain you again. Schon wieder? Was hat er denn getan? Rather not get into it. I don't want to be here all day. Sieht so aus, als hättest du genug Probleme. Machst du dir was aus, wenn ich ein Wort mit dem Kleinen rede? Hey, knock yourself out. Or him, if you're so inclined. Whatever you heard, it's all true. Was ist denn passiert? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Oh, Mann. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Hast du schon einen Plan? Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Ist es schon. Ich bin der Captain der Unreliable. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Mhm. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Ich habe deinen Namen noch nicht mitbekommen. Also ich weiß, dass du Felix heißt. Ich bin Nobby. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. Ciao. See you around, boss. If it wasn't for us, this whole damn station. Ja. Gut, stehlen will ich ehrlich gesagt nicht. Noch nicht. Dich kenne ich schon. Wir sind nochmal Dockarbeiter. Mechanicals all over, but they still got us sweating to move by. Okay. You'll learn to keep your eyes to yourself in my town. Nobody wants you looking close at the cargo. Gut, das sind Verkaufsautomaten.
Was gibt's denn hier? Mhm. Identification, please. Hier. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. Weil. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Oh, wow, toll. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Wie bekomme ich das Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Mhm. Irgendeine Ahnung, wieso mein Schiff beschlagnahmt wurde? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. Was? I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Ah, großartig. Ich werde mit ihm reden und die Sache richtig stellen. You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Yeah. Jo. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Alles klar. Much appreciated. Ich mische mich da gar nicht ein. Is there anything else I can help you with? Ich suche nach jemandem mit dem Namen Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Weil? Ja, ich hätte gerne einen Drink. Kannst du ein Etablissement empfehlen? Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Let's go. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Kann ich irgendwo einen Job finden? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Wie funktioniert das bei Halcyon Holdings eigentlich? Are you pulling my leg? Ich bin neu in der Ecke. You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Der Vorstand kontrolliert den Großteil des Systems, richtig? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Wie passt die Groundbreaker in dieses Bild? Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Also gibt es irgendeine Vorstandsetage, in der all diese Unternehmensleiter sitzen? Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Alles klar. Glad to help. Ich suche nach etwas vor Ort. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. Okay. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Alles klar. Happy to help. That's my job, after all.
You're real good at it, too. Ja. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Can we move this along? I have a certain, matter I'd like to attend to, Captain. Ich hätte nicht gedacht, dass es im System so viele freie Auftraggeber gibt. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Was kannst du mir über die Sublight Salvage sagen? They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Mehr wollte ich dazu gar nicht wissen. All right. Was kannst du mir über Udom Bedford sagen? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Klingt noch einen tollen Kerl. Really likes his cereals, too. Maybe a little too much. Bit of a weird bird, all told. Don't see what's so wrong about liking cereals. They're fun. Udom takes it to an, unhealthy level. Anscheinend herrscht eine gewisse Spannung zwischen dem Forscher und der Groundbreaker. You noticed, huh? Ich bin einfach clever. What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Wieso können die Groundbreaker und der Forscher nicht einfach zusammenarbeiten? You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. Freut mich, dass Ihnen das Angst einjagt, den Bastarden. Setzt Sie weiter unter Druck. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow that is up to you. It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Danke für die Info. Sure thing. Be seeing you. Und das war's. Ein langes Gespräch und einige Infos, die wir bekommen haben. Und ach ja, hier ist es. Mehrere Verbrechen, Widerstand. Ach, wie wär's? Ah. Ja, dann machen. Aufwidertum, Fälschung, Verschwörung zu Verschwörung. Was? Unlizenzierte Ausübung des Arztberufes, Zerstörung von Vorstandseigentum. That's quite the impressive list of infractions. Jo. Okay, hier. Captain Gunnar McRae, wegen mehrerer Fällen von öffentlicher Trunkenheit, Zerstörung von Groundbreaker-Eigentum, unbezahlten Dockgebühren, Widerstand gegen die Festnahme. Informationen über den Aufenthalt von McRae an den Kommandanten Sanita weiterzugeben. Ein Hinweis nicht zu melden, kann zu Inhaftierung, Geldstrafe führen, Kopfgeld wie bei Auflösung, Tötung, was ist ausgezahlt. Okay, nur einer. Oder habe ich mich da übersehen? Ah, ich kann jetzt reingehen. If you got a complaint, file it at security. Ja. Okay. Dann haben wir hier das Gebiet. Ah, es ist auf beiden Seiten offen. Okay. Ja, und dann willkommen auf der Groundbreaker. Was? Hier. Ein Auftrag für dich in ein Sperrgebiet. Entdeckt man dich dort, wird sofort angegriffen. Mit dem Kleiner kannst du weggehen. Alles klar. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in and out with. Hallo?
Moment. Tabak, Mais. Purpleberry Produktion. Produkten. Sublight. Definitiv Sublight. Aktiviert unbekannt. Beschlagen an Hawthorne Schiff, aber kein Hawthorne. Was hier wohl passiert ist? Aha, Abreise. Sublight, freischaffende unbekannter Gammler bei Reston Gar hat wieder mal darauf bestanden, dass die Crew gehört, aber die haben Hand. Kellerhands, neues okay, ist klar. Und Nachrichten. An unzufriedener Benutzer 70. Aha. Das ist ein Scherz, oder? Ich habe das schon allen möglichen Leuten hier weitergegeben, aber keiner hält dich für echt. Und falls du es doch bist, willkommen auf der Groundbreaker, Arschloch. An die Sicherheit von den unzufriedenen Benutzer 70. Diese Bedingungen sind nicht für Zystenschweine geeignet. Ich erwarte doch nicht ernsthaft, dass ich mir einen Liegeplatz mit so einem freischaffenden Schrotthaufen teile. Ich gehöre zum Konzern und ich verlange eine entsprechend angemessene Unterbringung. Und die Clio würde das mit Blicken töten, wenn sie sehen könnte, wie ihr ihren zweimaligen Mitarbeiter des Monats, ja, das bin ich, behandelt. Ihr habt einen Sozialvertrag unterschrieben, als ihr mir die Landefreigabe erteilt habt. Ich verlange nur, was mir rechtlich zusteht. Luft zum Atmen, einen beheizten Liegeplatz, wo ich barfuß rumlaufen kann und Service mit einem Lächeln. Bisher habe ich nur eins davon erhalten. Ihr habt Zeit, diesen Fehler zu beheben, bis ich auf Senden drücke. Was? Von der Sicherheit an die Wildkatze. Macht ihr keine Umstände, wir sind schon auf dem Weg. Ich bin gerade vor so 15 Minuten gelandet und so ein Verrückter ohne Schuhe bewirft mein Schiff mit Scheiße. Was? Echter Scheiße. Kann ich ihn vielleicht abknallen oder so? Der hat's nicht leicht. Ja, und willkommen auf der Groundbreaker in der nächsten Folge. Tschüss.